Und zugeschaltet ist mir jetzt die Autorin und Journalistin Zineb El Masra. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, Tag. Es zeigt sich immer wieder und auf immer brutalere Art und Weise, es gibt ein Islamismusproblem in Deutschland. Warum wird das negiert bei so vielen Politikern, auch in der Bundesregierung? Die Komplexität beim Islamismus ist vor allem dahingehend präsent, weil sehr oft bei Terrorismus an Islamismus gedacht wird. Und es gibt den legalistischen Islamismus, wo es tatsächlich um die reine Ideologie geht, wo es eben die unter anderem auch in Moscheen, in vermeintlichen Kulturinstitutionen vermittelt wird. Wer seine Kinder beispielsweise in einen Arabischkurs stecken möchte, hat es oftmals tatsächlich auch mit islamistischen Gruppierungen zu tun. Und da gibt es eine Befindlichkeit, nicht so schnell sozusagen den Rassismusvorwurf sich anhören zu wollen, verständlicherweise. Aber umso mehr muss man sich eben mit dem Islamismus auseinandersetzen, um Konzepte zu erarbeiten, wie eben die junge Generation davor verschont wird, aber eben auch die Elterngeneration sich damit auseinandersetzt und eben sich auch klar davon distanziert und eben innerhalb der muslimischen Community dort eben deutlich zu machen, dass das etwas ist, was wir nicht in Deutschland und auch nicht als Islam in Deutschland leben möchten. Aber warum passiert das so wenig? Dieses Problem ist ja schon seit Jahren bekannt. Richtig, das ist ein großes Dilemma. Und auf der einen Seite gibt es eine große Sprachlosigkeit und auch eine Wut über den terroristischen Islamismus. Aber das Problem ist einfach, weil viele Muslime tatsächlich nicht akzeptieren wollen, dass der Islamismus natürlich seine Ideen und seine Forderungen und auch teilweise seine Umsetzung aus den islamischen theologischen Schriften auch herleitet. Und das würde bedeuten, dass man eben auch mit dem traditionellen Islam sich auseinandersetzen müsste, vor allem kritisch auseinandersetzen müsste. Und ich sage immer, es gibt so 3 große Tabus in der muslimischen Community. Das ist einmal die Sexualität, die Familie, vor allem das Verhältnis zu den Eltern und der Islam. Und da sind viele Muslime noch sehr zaghaft und sehr zurückhaltend. Und man wird lange nicht das weiter hinauszögern können, sich damit tatsächlich auseinanderzusetzen, ohne sozusagen mit der eigenen Religion brechen zu müssen. Das ist eine große Angst, die viele Muslime so verinnerlicht haben, auch aufgrund ihrer Erziehung. Ganz oft heißt es immer, dass der Westen, Europa letztendlich eigentlich nur einen Islam light, einen verwässerten Islam möchte. Und deswegen sind auch islamistische Gruppierungen sehr erfolgreich, für ihre islamistischen Ideen zu werben, weil sie genau mit diesem Bild ja, spielen und vor allem genau mit diesem Argument dann eben auch viele junge Menschen und auch ältere Menschen muslimischen Glaubens auch ja, einfangen. Inwiefern katalysiert der Palästinenserkonflikt das Ganze auch noch, auch die aktuell sehr brisante Lage? In diesem mutmaßlichen Bekennerschreiben des Terroristen von Solingen hat er auch gesagt, er würde Rache an den Palästinensern im Gazastreifen üben. Also die Sache der Palästinenser ist für den Islamismus eine ganz wichtige und große Säule, weil sich damit tatsächlich weltweit Muslime, vor allem islamistische Muslime, mobilisieren lassen. Allerdings ist das etwas, was wir aus der Geschichte des Islamismus schon sehr lange kennen. In den 80er und 90er Jahren hat man beispielsweise sehr stark mit dem Afghanistan-Krieg, aber eben auch mit dem Bosnienkrieg viele radikale Muslime mobilisieren können für den sogenannten Dschihad, für den Kampf für den Islam. Die Sache der Palästinenser ist eben eine sehr alte Geschichte, die sich nach wie vor ja auch nicht gelöst hat. Wir haben nach wie vor unten den Nahostkonflikt aktuell, den Gaza-Israel-Krieg. Und mit diesen Bildern, die natürlich auch propagandistisch genutzt werden, werden natürlich auch Länder sehr aktiv wie Iran, Katar, eben auch Russland, eben in den westlichen Staaten damit natürlich auch ja, innenpolitisch zum einen zu destabilisieren, aber eben auch dieses Narrativ, dass der Westen gegen die Muslime sei, auch nochmal neu zu mobilisieren und vor allem rechtsextreme Kräfte zu stärken. Jetzt beginnt die Diskussion um Konsequenzen. Vielerorts hört man, man müsse eben auch mehr für die Integration von Muslimen tun. Gerade erst haben wir den Co-Vorsitzenden der Grünen, Nuripur, gehört. Aber kann man mit Integration wirklich alles schaffen oder kommen wir nicht herum über eine andere Migrationspolitik, über auch einen Aufnahmestopp aus bestimmten Ländern, wie Friedrich Merz es jetzt vorgeschlagen hat?
Wir werden viele verschiedene Werkzeuge benötigen. Man wird auch darüber diskutieren müssen und es in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, muss man eigentlich schon sagen, nicht so wirklich gelungen, über solche Themen sachlich und nüchtern auch zu sprechen, weil natürlich Integration nicht in eine Richtung funktioniert. Es braucht die Aufnahmegesellschaft, aber auch die Neuankömmlinge. Und ich glaube, wir reden sehr viel darüber, was sozusagen die sozialen Medien beim Thema Radikalität beitragen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite muss man eben auch die Geflüchteten und die neu Zugewanderten auch ein bisschen in die Pflicht nehmen und auch einbinden in diesen Integrationsprozess und vielleicht auch so eine Art Vertrag schließen, dass man eben sozusagen auch selber Teil des Integrationsprozesses wird, indem man vielleicht eben die Neuankömmlinge auch einbindet mit seinen eigenen Skills. Viele bekommen nicht so schnell einen Deutschkurs oder einen Integrationskurs. Das Internet ermöglicht nicht nur die Radikalisierung, sondern eben auch, sich selber weiterzubilden, Deutsch selbst zu lernen, über die deutsche Kultur was Neues zu erfahren und diese Skills und vor allem auch diese digitalen Möglichkeiten können natürlich in Einrichtungen oder vielleicht mit Vereinen, Verbänden, die natürlich auch bezuschusst und gefördert werden vom Bund und Land. Aber nichtsdestotrotz, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, müssen wir natürlich auch sehr stark über den Antisemitismus und israelfeindlichen Positionen auch sprechen, dass natürlich am Ende nicht diejenigen Gelder bekommen, die am Ende sozusagen über die Hintertür versuchen, Geflüchtete eben mit ihrem antisemitischen Weltbild und anti-israelischen Weltbild auch nochmal anderweitig zu radikalisieren. Also die gehen immer so sehr stark davon aus, dass die Radikalität immer sehr stark von den Eingewanderten, von den Muslimen ausgeht. Aber wir haben sehr viele Konvertiten. Der IS hat sehr viele junge Menschen erreicht, die hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und teilweise eben aus einem nicht-muslimischen Herkunftshaus kamen. Und dementsprechend müssen wir da, glaube ich, ganz, ganz viele Debatten jetzt führen und neue Konzepte erarbeiten und die vielen klugen Köpfe, die wir in diesem Land haben, wirklich einbinden, bis zu einem bestimmten Grad, vielleicht auch ohne Tabus, aber schon sachlich und eine gewisse Nüchternheit und weniger Polemik und weniger aufgeheizte Diskussionen rund um dieses sehr schwierige Thema. Zineb Al-Masra, herzlichen Dank für das Gespräch.